Kinder sein und wir brauchen diesen Eifer, die Weisheit Gottes empfangen zu wollen. Wir lesen 11:25, Matthäus 11. Kapitel 25. At that time, Jesus said in reply, I give praise to you. In jener Zeit sprach Jesus: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du all das den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast. Ja, Vater, so hat es dir gefallen. Yes. This was the pleasing will of God. Das war das Gefallen Gottes. This was also one of the words which touched me so strongly, so I began to pray for revelation, for wisdom of God. Und das wiederum war ein Satz, der mich sehr getroffen hat, und ich bin angefangen, um die Offenbarung und um die Weisheit Gottes zu beten. So when I am when I am praying in the Eucharistic adoration, I am asking Him, reveal to me, give me that light. Let that light and wisdom from you fill me and reveal to me. Und wenn ich so vor dem Allerheiligsten bin und dort bete, dann flehe ich den Herrn an und sage: Herr, offenbare dich mir, schenke mir die Weisheit und die Erleuchtung, dass ich dich erkennen kann. That is how I learned all these things. Und so habe ich dann alle diese Dinge gelernt und verstanden. And the Lord did not allow me to read any books of anybody except the teaching of the church. Und der Herr erlaubt mir nicht, irgendwelche anderen Bücher zu lesen, außer die Lehre der Kirche. Und die Heilige Schrift natürlich. So, Jesus said, now I don't name the books. There are many books, people recommend me, you read this. Then they give me that book. But when I am about to read that, the Lord said, no, I want to give you a new understanding for the need of the present situation of the world. Und manchmal ist es so, dass Leute mir Bücher geben und sagen, das musst du lesen, das ist sehr gehaltvoll. Und wenn ich dann manchmal anfangen will, so ein Buch zu lesen, dann spricht der Herr zu mir und er sagt: Nein, ich werde dich lehren, was für die jetzige Situation das Notwendige ist. That is what we need. Und genau das ist es, was wir brauchen. The gospel is eternal, but it can give you the teaching what is required for this land, for this people, for the need of the time. Das Evangelium ist unendlich, aber es kann uns in unserer Zeit, in unserer Situation eine Offenbarung geben, die wir genau jetzt brauchen. What I preach to Hindus is not what I preach to the existing Christians in Europe. Das, was ich den Hindus predige, ist unterschieden von dem, was ich den Christen in Europa predige. Standard. So, for every situation of the time, God wants to give us a new wisdom. Für jedes Verstehen in der jeweiligen Zeit möchte Gott uns diese Weisheit schenken. What is needed now? Was brauchen wir jetzt? What is needed in Europe now? Was braucht Europa jetzt? A new wisdom. Eine neue Weisheit. Now, I used to say every time, because few years back when I was in another city in Germany, a woman came to me and said, Ich habe das schon oft erzählt, aber als ich vor einigen Jahren an einem anderen Ort in Deutschland war, kam eine Frau zu mir und sagte, Thomas Paul, pray for me. I want to have a child. Sie sagte: Thomas Paul, bitte, bete für mich. Ich wünsche mir so sehr ein Kind. She was praying. I said, were you in the exorcism? No, I have no time for exorcism. Und dann habe ich gefragt: Hast du an den Einkehrtagen hier teilgenommen? Und sagt sie: Nein, dafür habe ich keine Zeit. Why are you in so urgency for a child? Und warum hast du so ein Verlangen nach einem Kind? That I pray and you get a child? It is not normal. Glaubst du, dass ich für dich bete und du bekommst ein Kind? Das ist nicht das Normale.
Are you married? Bist du verheiratet? No, no, no. I will marry only if I get a child. Und sie sagt, nein, ich werde nur heiraten, wenn ich ein Kind bekomme. So you have a boyfriend. Und dann sagte ich, dann hast du wenigstens einen Freund. Yes, I have a boyfriend. We are living together, but I am not sure I should marry him. Ja, ich habe einen Freund und wir leben auch zusammen, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn heiraten soll. If I marry him, if I don't get a child, then I cannot divorce him. Und wenn ich ihn heirate und wir bekommen kein Kind, dann kann ich mich nicht von ihm scheiden lassen. Okay, okay. What is your age? Und dann habe ich gesagt, gut, aber wie alt bist du? I am 50 years old. Sie sagte, ich bin 50 Jahre alt. 50. 50. 50. 50. 50. 50. So I said, oh my dear, you are very late for getting a child. Und dann habe ich zu ihr gesagt, oh mein Mädchen, du bist ziemlich spät dran, um ein Kind zu bekommen. Why are you so late? Warum kommst du so spät? I wanted to study. I have now 2 doctorates. I am teaching in the university. I have 2 doctorates. So I spent a lot of time in teaching, learning. So I wanted to settle myself. I want to have degrees. I want to have a career. Now I have 2 degrees. I am employed there in the university. I am the professor there. I have a big bungalow, 2 auto. Now I am ready for a child. Und sie sagte, ich habe lange studiert und ich musste mich erst absichern. Jetzt habe ich 2 Doktoren und ich kann an der Universität studieren. Ich habe einen Bungalow und ich habe 2 Autos gekauft und jetzt bin ich bereit, ein Kind zu empfangen. Now imagine. Stellt euch das vor. This is the expression of a double doctorate woman teaching in the university. Das ist der Ausdruck einer doppelten Ärztin, also ein Doktor, die an einer Universität unterrichtet. Eh? It isn't any joke. It is not joke. This is real. Das Really. ist kein Witz, das ist wirklich passiert. I said, my dear, you should have had this thinking when you were 20 years old. You should have married when you were 20 years old, have children, then you could have done all this doctorate and everything. Und ich habe zu ihr gesagt, meine Liebe, diese Gedanken hättest du haben sollen, als du 20 Jahre alt gewesen bist. Du hättest dann heiraten sollen, ein Kind bekommen und dann hättest du deine ganze Karriere und deine Doktors machen können. Wisdom. Weisheit. Another woman said, Thomas, pray for my brother. He says God made a mistake making him a man. He should become a woman. And he is doing surgery after surgery to make him a woman. Und dann war eine andere Frau, die kam zu mir und sagte, Thomas Paul, bitte bete für meinen Bruder. Er glaubt, dass Gott bei ihm einen Fehler gemacht hat. Er hätte als eine Frau auf die Welt kommen sollen, aber er ist ein Mann und jetzt versucht er alles zu unternehmen, dass er eine Frau werden kann. Yes. God made a mistake. Gott machte einen Fehler. This is his expression. Das ist das, wie dieser Mann das ausgedrückt hat. Another boy said, I must eat only vegetable like Hindus and Buddhists because God made my intestine only for vegetable, not for another food. Und ein anderer Junge kam zu mir und sagte, ich darf nur Gemüse essen wie die Hindus und die Moslem, weil Gott meinen Magen so angelegt hat. From where all this information we get, we don't know. And he wants to be a Buddhist because of that. Christians are eating meat and fish. That I don't want. I don't want to be a Christian because of that. Und er wollte kein Christ mehr sein, weil die Christen Fleisch und Fisch und all das essen und er wusste, dass das nicht gut für ihn war und deswegen wollte er jetzt Buddhist werden. Aber woher kommt diese Vorstellung? Is it wisdom? Ist das Weisheit? So, we need really to pray for wisdom.
Wir brauchen es wirklich, um die Weisheit zu bitten und zu beten. to know, to understand who is God and who is man. Um zu verstehen, wer ist Gott und wer ist der Mensch. We will stop here and we go for the adoration. Now in this adoration I am going to pray for wisdom. Und wir hören hier jetzt auf, wir machen hier Schluss für heute und wir gehen jetzt in die Anbetung und in dieser Anbetungszeit werden wir beten um diese Weisheit. And also we will pray for a healing of the Pharisee nature in us. Und wir werden auch beten um die Heilung dieser pharisäischen Eigenschaften, die wir noch in uns haben. A last word. Luke chapter 15, 33. Ein letztes Wort, Lukas Evangelium 15, 33? Chapter 5. 5, Yeah. Luke 5, 33. 5:33 Oh, sorry. Yeah, 33 and following. und folgende. This is what I was telling. There were 3 types of disciples. Ich habe euch das schon gesagt, es gab 3 Arten von Jüngern. It's very interesting to understand that. Es ist sehr interessant, das zu verstehen. And they said to him, the disciples of John fast often and offer prayers, and the disciples of the Pharisees do the same. But your disciples eating and drinking always. Sie sagten zu ihm, die Jünger des Johannes fasten und beten viel, ebenso die Jünger der Pharisäer. Deine Jünger aber essen und trinken. See, first thing we must understand, 3 types of disciples. Das Erste, was wir verstehen, sind diese 3 verschiedenen Arten der Jünger. Now, if you think about it, when these disciples of Jesus began, only when Jesus began his ministry. Wann gab es die Jünger Jesu? Erst dann, als Jesus seinen Dienst, seine Mission begann. So, they were originally Pharisees. Sie waren ursprünglich Pharisäer. And then they become disciples of John. Und dann wurden sie erst Jünger des Johannes. And then they become disciples of Jesus. Und dann wurden sie Jünger Jesu. So, then Jesus is teaching them, can you make the wedding guest fast while the bridegroom is with them? Jesus is the bridegroom. Und dann erwidert Jesus ihnen und sagt, könnt ihr denn die Hochzeitsgäste fasten lassen, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Und Jesus ist dieser Bräutigam. So, Jesus' disciples were not fasting. Also Jesus und seine Jünger haben nicht gefastet. Fasting is good. Jesus himself was also fasting. But if you focus, if I fast, then only things will happen. That attitude is not good. Und Fasten ist gut. Jesus selbst hat auch gefastet. Aber wenn ihr fastet in der Absicht, dass dann das und das passiert, dieses Fasten ist nicht gut. That means you are focusing not on the grace of God, but on your act of fasting. Dann richten wir uns nicht auf die Gnade Gottes aus, sondern auf unsere Leistung des Fastens und das, was bewirkt. I have also fasted. 40 days I have fasted without any food. 40 days. Ich selbst habe auch schon 40 Tage gefastet, ohne etwas zu essen. Yeah, but it was not my idea. God wanted this, that is for a mystical experience. Und das war nicht meine Idee, sondern Gott wollte das von mir, um mich in seine Geheimnisse einzuführen. So, when you are with God fully, you are satisfied internally, then maybe you don't need food. That is the type of fasting we need. Und wenn wir ganz erfüllt sind von Gott, dann haben wir vielleicht kein Verlangen mehr, etwas zu essen. Und das ist vielleicht die Art des Fastens, die Gott will. What I want to say is the next lines. Aber das, was ich sagen möchte, ist in den nächsten Zeilen. And he also told them a parable. Now he is again criticizing or telling the difference between the Pharisee and him. Und jetzt noch einmal kritisiert er sie oder er erzählt ihnen ein Gleichnis, um deutlich zu machen, was der Unterschied zwischen seinen Jüngern und den Jüngern der Pharisäer ist. No one tears a piece from a new cloak to patch an old one. Niemand schneidet ein Stück von einem neuen Kleid ab und setzt es auf ein altes. Do you do that? Macht ihr das? When you get a good cloth, you will leave the old cloth and put the good clothes.
Wenn ihr ein gutes neues Kleid bekommt, dann lasst ihr das alte liegen und zieht das neue Kleid an. You will not cut a piece from the old cloth to make a patch. You will not cut a piece from the new cloth and put a patch on the old cloth. Ihr werdet doch nicht etwas von dem neuen Kleid abschneiden und es auf das alte Kleid nehmen, um es zu flicken. So he is explaining about the new covenant and the old covenant. Und das erklärt Jesus, um deutlich zu machen, was der neue Bund ist und was der alte Bund ist. The new covenant has come. Der neue Bund ist jetzt gekommen. You should not now follow the old covenant. Wir sollten jetzt nicht mehr den alten Bund folgen. But you should not take a piece from the new covenant and add to the old covenant, then the old it is not done. Und wir sollten auch nichts vom neuen Bund abschneiden und es auf den alten Bund drauf machen. Das funktioniert nicht. Are we not doing this now? Tun wir das nicht? We have the new covenant, Wir haben den neuen Bund. but still we have this old cloth. Aber immer noch laufen wir mit diesen alten Klamotten rum. Now continue. Likewise, no one pours new wine into old wineskins. Es geht weiter. Auch füllt niemand neuen Wein in alte Schläuche. Otherwise, the new wine will burst the skins, Denn der neue Wein zerreißt die and it will Schläuche. be spilled, and the skins will be ruined. Er läuft aus und die Schläuche sind unbrauchbar. So this is also happening to us. Auch das geschieht heute. We are sticking to the old Pharisee attitude, but we receive Jesus, the new wine. Wir halten fest an den alten Gewohnheiten der Pharisäer und empfangen gleichzeitig Jesus, den neuen Wein. That is creating lot of turbulence in us. Das verursacht viele Turbulenzen in unserem Inneren. Yes. And then finally Jesus said something very interesting. Und dann zum Schluss sagt Jesus etwas sehr Interessantes. No one who has been drinking old wine desires the new, for he says the old is good. Und niemand, der alten Wein getrunken hat, will neuen, denn er sagt, der alte Wein ist besser. This is the situation of Pharisees and Jews even now. Das ist die Situation zwischen den Pharisäern und den Juden, selbst jetzt noch. And some of us Christians. Und auch von einigen Christen. We who are habituated in sticking to only the commandments and living a life strictly according to the commandments, that is this old wine, drinking the old wine. Wir, die wir festhalten an den alten Geboten und immer noch meinen, dadurch würden wir gerettet werden, das ist der alte Wein. They cannot easily change to the new wine. Wir können nicht einfach so überwechseln dann zum neuen Wein. Then who will change? Wer wird diese Veränderung bewirken? Holy Spirit. Der Heilige Geist. So this was the situation of the Pharisee Saul. Das war die Situation des Pharisäers Saul. But on the way to Damascus, he was hit by the Aber Lord. auf dem Weg nach Damaskus wurde Saul vom Blitz vom Herrn getroffen. Yes. So God's intervention is needed to change this old wine to new wine. Die Initiative Gottes ist notwendig, um den alten Wein abzuschaffen und neuen Wein herzustellen. Even that we have received through baptism, confirmation and the Eucharist. Und selbst das haben wir bereits empfangen durch Taufe, Firmung und Eucharistie. What more God have to do to make us a new wine? Come on. Was soll Gott noch mehr tun, um neuen Wein in uns einzufüllen? God has done everything for us. Gott hat alles für uns getan. Only we have to reject that old cloth and get this new cloth. Wir müssen die alten Klamotten abstreifen und die neuen Kleider anziehen. We reject that old wine and the wineskin and make a new wineskin and new wine. Und wir müssen die alten Schläuche beiseite legen und die neuen Schläuche nehmen und neuen Wein hineinfüllen. But I tell you, it is not easy. Aber ich sage es euch, es ist nicht leicht. Who will do it? Wer wird es tun? Holy Spirit have to do it.
Der Heilige Geist kann es You tun. only have to surrender to the Lord. Oh Lord, I cannot change my wineskin. Ihr selber, ihr müsst euch vor den Herrn niederwerfen und sagen, oh Herr, ich selbst kann meine Weinschläuche nicht entfernen. John of the Cross somewhere in a book said, it is really a skin to be peeled off, like peeling our skin. That much work is required to remove this old Pharisee nature from us. Und Johannes vom Kreuz sagt es in irgendeinem Buch einmal, dass es wirklich so ist, als müsste uns die alte Haut abgezogen werden, damit diese alten Schläuche entfernt werden. That is what St. Paul says, that take away the old man from you, the old man. Und der heilige Paulus drückt es so aus, dass er sagt, zieht den alten Menschen aus. It is not only our sinful nature, it is the Pharisee nature. Und es ist nicht nur unsere sündhafte Natur, sondern es ist die Eigenschaft des Pharisäers. In the last retreat I gave to the sisters, this was the point everybody was touched, that how to come out from the Pharisee nature. Und als ich meine letzten Exerzitien vor diesen Ordensschwestern gehalten habe, war das der Punkt, der sie sehr berührt hat, wie sie aus dieser alten Natur, aus diesen alten Angewohnheiten herauskommen. And they say, they were touched, they have written to me a mail, that they touched this aspect. I say, that Jesus, wherever Jesus was there was Pharisees and sinners, but Jesus had no problem with the sinners, only with the Pharisees. Und sie haben mir eine Mail geschrieben, dass genau das sie berührt hat, dass ich gesagt habe, überall, wo Jesus aufgetreten ist und gelehrt hat, hatte er kein Problem mit den Sündern, immer nur mit den Pharisäern. So, they are not compatible, there is a spanum, there is tension. Das ist nicht kompatibel miteinander, da ist immer eine Spannung. So now we are going to surrender that in this Eucharistic adoration. Und das lassen wir jetzt in diese eucharistische Anbetung hinein. Oh Jesus, what you have done to St. Paul, the Pharisee Saul, and made him the Apostle Paul, make that to me. Oh Jesus, das, was du mit dem Pharisäer Saulus gemacht hast, dass er ein Apostel Paulus wurde, das mach jetzt auch mit mir. Amen. Amen. Let us go. Lasst uns gehen.